187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Wieso, was ist denn sein Problem? Komm schon, Roy. Sprich mit mir. What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. Die beiden, die mögen sich ja wirklich. Ja, also die sind ja ein Herz und eine Seele. Ich bin so froh, dass wir hier versetzt wurden. Warte mal, Exit da lang. Robbery Squad, nee, das ist Exit da lang. Exit da. Okay, gut. Ich glaube, hier runter. Hier runter sieht gut aus. Ich werde mich hier nie richtig zurechtfinden. Ja, The Naked City. Ich glaube, das war ursprünglich tatsächlich auch ein DLC-Fall. Nee, da. Alter, ist das ein verwirrendes Dezernat hier. Aber da endlich. Der Weg nach draußen, die Ermittlungen können beginnen. Und ich verstehe immer noch nicht, was Roys Problem ist, warum er diesen Fall nicht wollte. Oder will er diesen Partner nicht mehr, nach dem, was letztes Mal passiert ist. Das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. So, Street Crime. Da das ursprünglich ein DLC-Fall war, gehe ich an dieser Stelle tatsächlich mal davon aus, dass wir nicht so großartig mit Street Crimes konfrontiert werden hier. Oh, wisst ihr was? Wir fahren heute mal selber. Wir fahren da heute mal selber hin. Roy, steig doch ein. Was hast du denn? Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hunk. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Das ist ja eine wunderschöne Einstellung. Ich mag den Kerl einfach nicht. Ich mag den Kerl nicht. Aber das Problem ist, dass viele Charaktere hier in diesem Spiel so eine Einstellung haben, ne? Das macht die auch alle irgendwie sehr unsympathisch. Hier der Bukowski, der war noch der sympathischste. Muss man ganz ehrlich sagen. Und das schließt Cole mit ein. Mip. Second floor, apartment 6. In the back. Danke. Thanks. Ja, bin mal gespannt. Ob hier auch schon was zu finden ist? Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Rusty! Relax, Rusty. 26 years old, fashion model.
Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Möglicher Selbstmord. Mrs. Reynoldson als Zeugin. Fangen wir doch mal an. Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. Okay. Take a closer look at her head and neck. Ja. Die ist erwürgt worden. The neck is bruised pretty badly. Würde ich jetzt mal behaupten. Bruising on the forearms and these look like bite marks. Das würde ich auch gerade sagen. Very good. Das würde ich auch gerade sagen. Das sieht aus, als hätte sie da einer gebissen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie da einer gebissen hat. Und da auch. Oh. Very unusual ring. Could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Jo, gut. Something else. Yes. I literally was. Pretty girl like that? Maybe she's having trouble with the boys. She got her heart. Vor allem, Couldn't take it anymore. So she ran Probably across not. the bath and down some hills, and then she just... frage ich mich, ob es in dieser Wohnung noch I don't know. Julie, she always weitere Hinweise und Sachen zu finden gibt. so much right. Also ja, offensichtlich, sonst würde die Musik ja aufhören. Not too There, there. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Vor allem ja anscheinend eine Herrenjacke, ne? Wo ist denn der Mann des Hauses? Was haben wir hier? Barbiturates. What else is rattling around in this thing? Aha, Benzedrin. Und ein Dr. Stoneman, der das Ganze Speak to a ausgestellt hat. doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, dass der beide verschrieben hat. Ganz ehrlich. Roy. Heißt er doch, ne? Roy das Arschloch. Ja, doch, das kommt hin. Ich vermute mal, dass wir uns mit ihr da noch unterhalten werden. Aber für den Moment suche ich erstmal weiter. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Aha. Aber ganz ehrlich, wenn wir die Fotos aufmachen können, dann ist hinter einem der Fotos irgendwas. Dann werden wir uns die anderen beiden jetzt auch noch angucken. Natürlich werden wir das. There's been a modeling assignment.
Ich arbeite Dienstag, 11 bis 16 Uhr. Leiste mir doch Gesellschaft. Fragt nach Miss Randall. Love, Julia. It's a place to start. Ja, tatsächlich haben wir schon mindestens 2 Places to start inzwischen, ja. Wir haben ja ihren Doktor auch schon gefunden. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Und haben wir hier vielleicht auch noch eine versteckte Nachricht? Nein, aber nicht. Na gut. So, auf dem Weg nach draußen nach Spritzen suchen. Nothing significant. Was ist das Ding an oder was? Was sind das für Geräusche da? I don't think so. Wurde aber gerade erst benutzt. Das ist noch nicht lange her. Gut, ich wollte eigentlich die Einkaufstasche untersuchen, aber anscheinend will das Spiel das nicht. Dann mache ich es halt nicht. Also ich gehe davon aus, dass hier überall noch Drogen versteckt sind. Das Teil unseres Auftrages ist, die zu finden. Ich sehe es noch nicht, dass wir hier hinten schon fertig sind. Eigentlich wollte ich hier das Bett auch noch mal durchsuchen. Ich meine, war hier nicht irgendwo... Ach, guck mal, sind die auch wichtig? Like barbiturates. Anscheinend sind die auch wichtig. Okay, alles hier oben gefunden, aber mit unseren Untersuchungen noch nicht fertig. Deswegen auf dem Weg nach draußen, hieß es ja, halte Ausschau nach Injektionsnadeln. Ich habe da vorhin schon was gesehen. Guck mal, die Musik geht doch wieder los. Hier, den Mülleimer nämlich. Da würde ich gerne noch mal reingucken. Ja, ich sehe es doch schon. Da ist es doch. Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. Ja, zumindest haben wir genug Belege, um eine Autopsie zu rechtfertigen. Wunderbar, wunderbar. Jetzt fühle ich mich tatsächlich auch schon so ein bisschen sicherer, was eventuell das Interview jetzt angeht. So, Rusty Bukowski, kann ich mit euch noch reden? I haven't got time to jaw, Cole. The captain wants me to make this case. I'll say hello to the skipper for you. For now, follow up on the narco angle. Ja, ich würde gern wieder in die Mordkommission zurück. Kriegen wir das irgendwie arrangiert? I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldsson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Wer ist Mr. Henderson? Where are you going? I'm trying, officer. Please come back. Ich bin doch noch nicht mal aufgestanden. Tatsächlich wollte ich sie mir eigentlich angucken.
Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Benzedrin, ist das nicht ein Antidepressivum oder sowas in der Art? Amphetamine. Na gut, auf jeden Fall hat sie die Schlaftabletten wegen Schlafstörungen und Depressionen, ne? Also so oder so. What are you hiding here, Mrs. Reynolds? Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. She was taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. She lived like a movie star. A princess. Does modeling really pay that well? Es kommt, glaube ich, letztendlich immer so ein kleines bisschen darauf an, welche Art von Modeling man da tatsächlich betreibt. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Ach, Mädchen oder Frau, wie auch immer. Why are you lying to me, Mrs. Reynolds? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Ja, doch. Das kann ich sogar relativ einfach proven. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry. I don't know. He said he lives in San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Ja, da sagt tatsächlich Coles Gesicht schon alles, was man dazu sagen muss. Mrs. Reynolds, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynolds. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. I think our work is done here. Boah. Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Ich tendiere ja zum Doktor. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Ja, nee, tut mir leid. Wenn ich mich entscheiden muss, ob ich auf Carruthers höre oder auf Rusty, dann würde ich jederzeit auf Carruthers wetten. Da steckt mehr dahinter als nur eine Überdosis. Und das hat nichts damit zu tun, dass, wenn es nur eine Überdosis wäre, wir hier keinen Fall hätten. Gut. Ich würde sagen, zu unserem nächsten: Finde und untersuche alle Betäubungsmittel in Julia Randalls Apartment. Ach, Mensch. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Warte mal, das ist nicht unser Auto. Es tut mir leid, das ist nicht unser Auto. Ich muss darüber. Jetzt wäre ich fast mit dem falschen Auto losgefahren. Meine Güte, Igitt. Kannst du dir das vorstellen hier? That's the guy from the paper who solved that big case. You're behind the wheel. All right, where to? Ja, zum Arzt natürlich. Der interessiert mich am meisten. So. Dein Auto, Earl, dann fährst du auch. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye.
They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could Yeah. learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Ich mag ihn nicht. Roy ist so ein unsympathisches Arschloch. Und genau das soll er ja auch sein. Ja, das ist kein Charakter, den man mögen soll. Das ist blöderweise die Art von Charakter, die in diesen Geschichten am Ende immer gewinnt.